Der Elaris Dio, ein Elektro-Kleinstwagen in Smartgröße, den es demnächst auch bei uns zu kaufen gibt. Aber kann er gegen ähnlich große Elektroautos wie den Smart Fortwo EQ bestehen? Ich freue mich, dass ich euch in den Weihnachtstagen trotzdem mit Videos versorgen kann, also lasst mir doch als kleines Geschenk ein Abo und einen Daumen nach oben da und wenn ihr schon dabei seid, folgt mir auch gern auf Instagram. Aber genug davon, willkommen bei Project Drive. Die noch junge Elektroautomarke Elaris bringt 2023 zwei sehr kleine zweisitzige Stadtfahrzeuge auf den Markt. Eines davon ist der Elaris Dio. Bei ihm handelt es sich um ein Modell der Marke Dawson aus China, von wo Elaris die Fahrzeuge zur Verwendung unter eigener Marke bezieht. Das ist schon ein außergewöhnliches Design, auch ein wenig gewöhnungsbedürftig, aber wie soll man auch auf so wenig Platz mit Exterieurspielereien auffallen? Naja, zum Beispiel bei den LED-Lichtern. Die Scheinwerfer haben ein Drei-Auge-Design und ein LED-Tagfahrlichtstreifen, der an der Seite der Stoßstange sich vertikal nach unten zieht und erinnert ein wenig an die Lichtsignatur von Renault. Die Seiten werden optisch offensichtlich durch die Türen geprägt und am Heck springt einem zuerst das Heckleuchtendesign ins Auge. Was sagt ihr zur Optik des Elaris Dio? Ist er schöner als sein Vergleichspartner der Smart Fortwo EQ? Schreibt mir das gern unter das Video. Überraschenderweise finden wir auf den ersten Blick ein ziemlich hochwertiges und gut ausgestattetes Interieur für diese Größe wohlgemerkt. So hat es ein 12,3 Zoll Bildschirm mit Android-Betriebssystem mit Navigation, ein extriges Infodisplay für den Fahrer, eine Klimaanlage und Keyless Go eingebaut. Außerdem erkennen wir ein 3-Speichen-Multifunktionslenkrad, welches aber eher billig anmutet. Die Mittelkonsole beherbergt den Drehwahlschalter für die Gänge. Auf den zweiten Blick und nach logischer Überlegung finde ich das Innenraumdesign ziemlich ansprechend, dennoch zweifle ich an der Hochwertigkeit. Wenn ihr das anders seht, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Die DAZONI IQ des gleichnamigen Premium-Wallbox-Hersteller aus Deutschland bringt mit ihr, wenn nicht sogar die ultimative Ladelösung in eure Garage. PV-Überschussladen, Dienstwagenabrechnung und ein MID-Stromzähler sind schon eingebaut. Zusätzlich kann man die Wallbox über Over-the-Air-Updates auf dem Laufenden halten und sie, dank integrierter farblich anpassbarer LEDs, als Lichtquelle nutzen. Zum Beispiel auch zum Anzeigen des Ladestatus. Außerdem hat sie sogar Boxen eingebaut und somit hat man alles in einer Wallbox vereint. Wenn ihr die hochwertige und eindrucksvolle Wallbox haben wollt, dann könnt ihr die DAZONI IQ ab sofort mit dem Link in der Beschreibungsbox bei eautos.de bestellen. Und mit dem Code Project Drive spart ihr euch beim Checkout nochmal 150 €. Also viel Spaß mit der DAZONI IQ und weiter geht's. Der Elaris Dio ist 2,87 Meter lang, 1,56 Meter breit und 1,56 Meter hoch. Der Radstand wird mit 1,76 Meter angegeben. Leer wiegt der Kleinstwagen 965 Kilogramm. Das Kofferraumvolumen beträgt 229 Liter. Es ist eine 31,5 Kilowattstunden Batterie eingebaut, die im besten Falle bis zu 300 Kilometer an Reichweite bescheren soll. Dabei soll der Durchschnittsverbrauch bei 11,9 Kilowattstunden auf 100 Kilometer liegen. Allerdings sind die Angaben allesamt in NEFZ. Mit DC höchstens 20 kW lädt man den Dio von 30 auf 80% in 45 Minuten wieder auf. Mit AC und maximal 3,3 kW dauert es 6 Stunden, allerdings von 5 auf 80%. Die Leistung beträgt 35 kW oder 48 PS und 110 Newtonmeter. Das sollte für diesen Winzling mehr als ausreichen. Als Antrieb fährt man mit einem Permanentmagnet-Synchronmotor an der Vorderachse mit Rekuperation. Bei maximal 110 km/h ist die Höchstgeschwindigkeit erreicht, naja, wenn man sich traut. Zu den Sicherheitsfeatures zählen eine Diebstahlwarnanlage, eine elektrische Parkbremse, eine elektronische Servolenkung, Fahrer- und Beifahrer-Airbag, Reifendrucküberwachung, eine Rückfahrkamera, ABS inklusive Bremsassistent und Scheibenbremsen vorne wie hinten. Also muss man schon sagen, da passt technisch gesehen schon ordentlich was rein. Elaris bietet den Dio vor Abzug der Umweltprämie in Höhe von 4.500 € zum Listenpreis von 24.900 € an. Dafür bekommt man das Auto in einer vorkonfigurierten Variante, wie gerade schon erwähnt, unter anderem mit weißem Lack, Leichtmetallfelgen, Infotainment-System, Fahrer- und Beifahrer-Airbag sowie Rückfahrkamera.
Zur Einordnung des Preises blicken wir mal zum Smart Fortwo EQ. Der kostet annähernd ausstattungsgleich in der Version Passion mit Optionspaket für das Multimedia-System 24.865 €, also fast genauso viel wie der Elaris Dio. Zu bedenken ist aber, dass im Dio ein Akku mit fast doppelt so viel Speicherkapazität steckt, der die Reichweite alltagstauglicher macht. Würdet ihr den Dio kaufen oder findet ihr ihn zu teuer? Und wie gefällt euch überhaupt der Elektrokleinstwagen? Sagt mir das gerne in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht, meinem Instagram-Kanal zu folgen, den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Ein frohes Fest euch allen und einen guten Rutsch ins neue Jahr.